Hallo liebe Kunstfreunde, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Ich habe mich heute entschlossen, einen Frühlingsstrauß zu malen. Einfach schöne Frühlingsblumen als Stillleben und beginne da die Blüten anzulegen mit Aquarellfarbe. Es wird ja wieder ein Aquarell-Doodle. Das male ich zunächst auf dem trockenen Papier, bringe auch die Blütenblätter gleich mit auf. Spritze mit der roten Farbe auf das Bild. Mische auch die Farben untereinander und denke mir eben die Frühlingsblumen aus, die ich da malen möchte. Mit einer Sprühflasche, in der sich Wasser befindet, befeuchte ich das Aquarellpapier, weil ich gemerkt habe, das möchte ich doch lieber nass in nass und ein bisschen mehr fließend haben. Als nächstes lege ich die Blumenvase an. Das mache ich mit einer Perlglanzfarbe, die habe ich ganz neu bekommen und die möchte ich jetzt ausprobieren und testen, wie sich die verhalten, und
bin gespannt, was sich daraus machen lässt. Es gibt auf jeden Fall einen schönen Effekt im Bild. Nun zeichne ich die Blütenstiele ein. Die Vase muss ich noch nacharbeiten, die ist mir zu hell insgesamt. Die möchte ich jetzt ziemlich dunkel Anthrazit haben. Lediglich in der Mitte nehme ich etwas Farbe weg, damit es den Anschein erweckt, dass das ein Tongefäß mit Musterung ist. Ich male einen Tisch, eine Tischplatte in einem Braun-Orange-Ton. Kratze mit einer Plastikkarte ein paar Linien hinein. Und jetzt nehme ich mir einen weißen Gelroller und male da in die Vase Betonungen und Muster rein. Und mit einem schwarzen Permanentmarker füge ich ganz dünne schwarze Linien hinzu. Das ist das eigentliche Doodle, was hier beginnt.
Und das gleiche mache ich dann mit den Blütenblättern und den Blumen. Zeichne da Blattstrukturen mit Blattadern ein. Bei den Blumen male ich Staubgefäße und Blütenblätter. Überlege mir dann, welche Art von Blumen könnte das darstellen. Zwischendurch nehme ich mir dann wieder was von einer Perlglanz-Aquarellfarbe, um ein paar wenige Akzente zu setzen, und die glänzen dann sehr hübsch und werten das Bild enorm auf. Bei den Blumen mache ich dann auch noch so ein paar Akzente mit dieser Perlglanzfarbe. Bei dem Tisch habe ich eine rötliche Farbe genommen und zeichne da einfach 3 solche glänzende Linien ein. Die Blumenstiele betone ich auch mit diesem Marker. Dann füge ich nochmal Akzente mit dieser Glanzfarbe hinzu. Nur ein paar wenige Punkte, um das Ganze aufzulockern. Macht es einfach, wie es euch am besten gefällt. Ich sage schon mal Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde, und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Eure Anne Pross von Anne Pross Kunst.